Nochmal ein weiteres Video zum Seat Tarraco mit Beats Soundanlage, und zwar für alle Fahrzeuge vor Facelift. Da muss ein bisschen was verändert werden und wir haben euch sogar noch eine neue Subwoofer-Lösung, also bleibt dran. Unser aktuelles Sound-Upgrade für den Seat Tarraco vor Facelift kümmert sich im Speziellen um das Upgrade der Beats Endstufe. Wir haben nämlich jetzt unsere DSP 6 Endstufe von Option als Ergänzung zum Beats Verstärker im Fahrzeug, und diese Endstufe wird mit dem passenden Kabelbaum jetzt an die Beats angedockt. Und deswegen ist auch hier der Unterschied zum Facelift-Modell. Der Kabelbaum hat eine unterschiedliche Belegung zu dem Vor-Facelift-Modell. Wir dürfen das auf gar keinen Fall vertauschen. Deswegen legen wir euch natürlich beim Vor-Facelift-Modell, was wir heute in diesem Video behandeln, den passenden Kabelbaum in das passende Set mit rein. Unsere 6-Kanal-Endstufe kümmert sich um mehr Power für die vorderen Tieftöne, für die vorderen Hochtöner und für den Subwoofer. Zum Subwoofer kommen wir gleich. Den tauschen wir nämlich aus. Der originale Beats fliegt raus und die originalen hinteren Lautsprecher, die betreiben wir genauso wie vorher auch. Das heißt, wir verändern daran gar nichts. Der Kabelbaum schleift quasi nur die hinteren Lautsprecher genauso durch wie vorher. Genauso mit dem Center Speaker. Und unser Sound-Setup auf dieser DSP-Endstufe ist natürlich jetzt perfekt auf die Original-Lautsprecher abgestimmt. Das heißt, wir haben eine optimale Frequenzübernahme, wir haben eine gute Laufzeitkorrektur jetzt drin und natürlich ein mega Equalizing, damit das ganze Original-Lautsprechersystem wirklich viel mehr Spaß produziert für euch als Fahrer von diesem Fahrzeug, weil ihr habt ein homogeneres, lineares Frequenzfeld. Das heißt, alle Lautstärken von jeder Frequenz ist ähnlich laut, so dass das schön homogen klingt. Und natürlich haben wir jetzt auch mehr Leistung mit 6x60 Watt. Das heißt, es sind schon 4x60 Watt RMS-Leistung auf eurem Frontsystem jetzt drauf. Das heißt, ihr habt mehr Lautstärke und natürlich viel mehr Dynamik und Präzision in der Wiedergabe der Musik, im Speziellen im Bassbereich. Mit Kanal 5 und 6 betreiben wir nämlich jetzt einen Austausch-Subwoofer, der zum einen mal der Rock 8 sein könnte. Der ersetzt praktisch den originalen Beats-Woofer in der gleichen Position im Reserverad. Also das heißt, ihr müsst euer Reserverad nicht rausschmeißen und darauf verzichten, sondern ihr könnt hier diesen Rock 8 Subwoofer nehmen. Der hat jetzt übrigens einen 20 cm Subwoofer, also einen größeren Durchmesser, macht natürlich mehr Bass. Das Gehäuse ist schon fix und fertig und auch schon vom Bassport geöffnet, was man in dieser alten, in dem ersten Video von unserem Seat Tarraco noch als Austauschkit mit manuellem Aufsägen von der Basskiste machen musste, haben wir euch jetzt als Rock 8 D4 speziell für den Seat Tarraco in Kombination mit unserer DSP 6 als V1-Lösung, also Variante 1 für alle, die grundsätzlich natürlich die Endstufe drin haben möchten und den Subwoofer als in Reserverad-Subwoofer nutzen möchten. Alternativ dazu gibt es die Variante V2. Das ist dann mit unserem Drive 10 BRP, das ist nicht ebenfalls, sondern das ist jetzt ein 25 cm Subwoofer in einem schon größeren Gehäuse mit Bassreflexport. Also man sieht das hier, mag ich euch mal zeigen. Der kommt hier an der Seite raus und der Woofer, der sorgt wirklich für extremen Tiefbass und natürlich jede Menge Schub. Dafür muss allerdings natürlich das Reserverad raus, sofern ihr eins habt. Und anstatt dem Reserverad wird der Subwoofer hier installiert und wird genauso angesteckt, wie der originale Subwoofer angesteckt wird. Wir haben euch die passenden Adapterkabel mit dabei. Und wir können jetzt alles mal zusammen einbauen und euch nochmal zeigen, wie das im Gesamten ausschaut und wie ihr das installieren müsst. Wer sich noch detaillierter über den Rock 8 Woofer oder den Drive 10 BRP informieren möchte, darüber haben wir natürlich auch schon richtig spezielle Produktvideos für euch gemacht. Verlinke ich euch im Videobeschreibungstext.
Wir machen natürlich auch noch weitere Videos über andere Fahrzeuge, wie mit Dyn Audio oder sonst was. Andere Fahrzeugtypen, andere Marken mit ähnlichem Konzept, aber dann doch ganz anders. Und damit ihr das nicht verpasst, wenn es darum geht, in eurem Fahrzeug die Soundanlage einzubauen, dann abonniert unseren Kanal doch, klickt die Glocke, dass ihr das Video nicht verpasst oder lasst auch gleich mal ein Like da. Und ansonsten geht es jetzt natürlich weiter in diesem Video. Die Installation der DSP-6 Endstufe mit unserem Kabelbaum braucht für euch in etwa zwischen 10 und 20 Minuten, je nachdem, wie schnell ihr da unterwegs seid. Ich zeige euch jetzt erstmal, dass wir hier am Control-Regler 2 die Intensität des Subwoofers nochmal an der Endstufe einstellen können, was ihr aber auch im Menü von eurem Autoradio im Feinen natürlich auch noch machen könnt. Also nur Control-Regler 2 ist hier bedeutend. Control-Regler 1 und der Mode-Schalter ist in der Konstellation für dieses Fahrzeug gar nicht belegt. So, und jetzt können wir die Endstufe mit dem Kabelbaum unter die Platte von unserer Beats Endstufe installieren. Das heißt, wir machen hier mit einem kleinen Schraubenzieher, lösen wir die kleinen Stöpsel und können dann mit dem Seitenschneider den ganzen Stöpsel rausziehen, so dass wir die Kunststoffverkleidung einmal komplett abnehmen können. Dann sehen wir an der Endstufe im hinteren Bereich 2 30er Torx-Schrauben, die wir lösen. Und jetzt können wir die ganze Endstufe anlupfen und den Stecker mit dem Bügel abstecken. Das heißt, der Bügel muss entriegelt werden und dann kann man den auf die Seite klappen und der Stecker löst sich dann. Wenn wir soweit sind, können wir unseren Kabelbaum entsprechend mit dem Stecker wieder verbinden und unseren neuen Stecker an der Endstufe aufstecken. Die DSP-6 Endstufe findet ihren Platz direkt neben der Beats Endstufe und die Kabel vom Kabelbaum können wir direkt hinter diesen beiden Endstufen in den Hohlraum bringen, beziehungsweise an der Seite vom Sitz können wir noch den Teppich etwas nach oben nehmen und die großen Stecker dort unterbringen. Ansonsten brauchen wir jetzt nur noch den Kunststoffdeckel genauso drauf machen, wie er vorher war, und machen die 2 Stöpsel wieder da rein, wo sie vorher waren. Falls jemand abenteuerreich ist und sagt, naja, da ist ja so ein Stecker, den kann man abnehmen und lasst den weg. Nein, ihr lasst den bitte nicht weg. Ihr müsst diese Brücke, diesen Stecker hier auf dem Kabel drauf lassen. Dann passt sich der ganze Kabelbaum von der Impedanz an hier an die 2 Ohm Lautsprecher an und ihr habt keine Sorgen und alles läuft perfekt. Die Endstufe ist jetzt komplett installiert. Jetzt zeige ich euch die Variante V1 mit unserem Rock 8 Woofer im Kofferraum, wie man den auswechselt. Die Rändelschraube des Subwoofers können wir komplett lösen und den Subwoofer abstecken und rausheben. Die Gewindestange lässt sich nach unten drücken, um 90 Grad drehen, da können wir die auch komplett rausnehmen. Und jetzt können wir unseren neuen Rock 8 Subwoofer genauso wie den originalen Beats Subwoofer in die Reserveradmulde legen und mit der beiliegenden Verriegelung unten am Zapfen ebenfalls einhängen und von oben zusammenschrauben. Die Variante V2 könnt ihr genauso reinmachen, nur dass eben das Reserverad jetzt komplett rausfliegt. Ihr mit der Gewindestange den Subwoofer direkt auch in der gleichen Position wieder befestigen könnt und natürlich auch mit dem gleichen Stecker wieder anstecken könnt.
An unserem Subwoofer haben wir zwei vierpolige Molex-Stecker. An einem ist es gekennzeichnet mit 0 Grad Phase und einer mit 180 Grad Phase. Wir entscheiden uns bitte für 0 Grad Phase. Da steckt man ein. Es muss also genau so ausschauen und haben jetzt unsere Steckerkombination auf die Beats Soundanlage. Obwohl der Seat Tarraco ein Notrad als Ersatzrad hat, ist die Notradwanne oder die Ersatzradwanne tief genug, um unseren Drive 10 BRP zu installieren. Wir hätten noch einen flachen Subwoofer, der extra für Notradmulden gemacht ist, aber aufgrund seiner Konzeption und seiner Hochwertigkeit der Komponenten, die dann drin sein müssen, fällt der einfach noch teurer aus, bringt euch aber nicht viel mehr Bass. Deswegen haben wir uns entschieden, natürlich die kostengünstigere Variante hier in dem Fahrzeug zu installieren, weil die Reserveradmulde das einfach hergibt. Also Leute, bevor ich euch jetzt mit zum Soundcheck nehme, und der hat es wirklich in sich bei der Beats Sound Upgrade Anlage, möchte ich euch darauf hinweisen, dass wir auch für alle, die nicht ganz so viel Geld ausgeben möchten, einfach nur ein bisschen mehr Bass möchten in ihrer Beats Sound Anlage, haben wir euch ein Video gemacht mit einer reinen Ergänzung eines Subwoofers oder Austausch-Subwoofers an der Beats Soundanlage. Also Video zu diesem, Link zu diesem Video und einen Videobeschreibungstext. Und wir legen jetzt mal los mit unserer richtig aufgemotzten Beats Soundanlage. So, und da merkt man dann doch gleich, da ist ein bisschen Bass da. Und man kann auch richtig schön laut machen. Noch einen anderen Song hier. I belong to you. I belong to you. Don't do what you want. You're the one that Leute, das ist kein Vergleich zu der originalen Beats Soundanlage. Wir haben jetzt tatsächlich ein ganzes Stück mehr Grundlautstärke. Das macht jetzt einfach viel mehr Spaß, weil die originale Beats ist dann doch ein bisschen lame, was die Lautstärke betrifft. Und das haben wir jetzt ausgemerzt. Wir haben jetzt das schönes Klangbild hier auf dem Armaturenbrett und am Bass braucht ihr euch wirklich nicht mehr zu beklagen, schon gleich gar nicht, wenn ihr den Drive 10 BRP, also den großen anstatt Reserveradwoofer installiert. Und wenn ihr euch jetzt gerade fragt, wie groß ist denn der Unterschied, dass man das besser versteht? Natürlich macht der kleine Rock 8 nicht ganz so viel Power wie der große 25 cm Subwoofer, aber der ist auch ziemlich geil und viel, viel, viel geiler als alles andere, was Original-Beats betrifft. So, und ich habe euch jetzt hier während meinem Einmessen der ganzen Soundanlage verschiedene Diagramme auf ein Sheet gebracht, wo ich euch jetzt zeige, und ihr seht jetzt zum Beispiel die ganz untere rote Linie, ja, die geht dann ganz am Anfang mit der grünen und der gelben Linie zusammen. Das ist der Original-Sound mit dem roten. Das heißt, der rote Bereich unten links ist der Bassbereich. Und jetzt seht ihr schon, wenn wir nur einen kleinen Subwoofer austauschen und an der Beats Soundanlage diesen Subwoofer austauschen, dann haben wir schon die grüne Linie. Das heißt, wir haben 2 bis 3 dB mehr Leistung im Bassbereich. Und wenn wir das Ganze mit einem großen 25 cm Subwoofer machen, dann haben wir sogar 5 bis 8 dB mehr Leistung. So, aber das war ja ohne Endstufe. Das heißt, jetzt schauen wir uns die obere rote und die hellblaue Linie an. Da seht ihr über den gesamten Frequenzbereich eine wesentlich bessere Linearität. Und natürlich überall bis zu, keine Ahnung, eigentlich ziemlich viel dB mehr, aber so im Schnitt würde ich sagen 3 bis 5 dB mehr über den gesamten Frequenzbereich. Und jetzt schaut ihr euch den Bass nochmal an. Die hellblaue Linie ist die Linie von dem Rock 8 Woofer. Die ist also jetzt schon viel lauter als alles andere, was wir bisher ohne Endstufe gemacht haben. Und wenn man die rote Linie anschaut, das ist das, was ihr jetzt gerade gehört habt. Da ist halt wirklich der massivste Bassbereich drinne. Und wenn man das jetzt vergleicht zwischen der untersten roten Linie, also Original-Subwoofer, und der ganz obersten Linie, die größte Variante, die wir euch in diesem Set anbieten, haben wir insgesamt um die 15 dB mehr Subwooferleistung. Also das ist viel mehr wie das Doppelte an Hörlautstärke für den Bassbereich. Und die
ROG 8, die hellblaue Linie, hat ja auch schon 10 dB mehr. Das heißt, die doppelte Basslautstärke. Also dann könnt ihr euch das so ungefähr zusammenreimen, für was ihr euch entscheiden möchtet. Ob ihr das Reserverad dann drin lassen möchtet, aber dann auf ein bisschen Bass verzichten, obwohl der Bass dann sowieso schon echt mega viel geiler ist wie vorher. Oder ihr wollt All-in Reserverad raus, falls ihr überhaupt eins habt, und macht den großen Drive 10 BRP rein. So, das ist up to you. Übrigens haben wir die Anlage so eingestellt, dass die in der Grundausstattung, so wie sie ihr einbaut, eigentlich auch ein bisschen voraussetzt, dass der Equalizer und die Einstellungen beim Ton im Autoradio alle auf neutral sind. Dann ist auch unser Frequenzgang so, wie wir das eingestellt haben. Wenn ihr natürlich kleine Veränderungen machen möchtet, weil ihr sagt, nein, ich brauche unbedingt mehr Höhen oder weniger, könnt ihr das natürlich immer noch an eurem Autoradio ausgleichen. Und den Subwoofer könnt ihr natürlich auch über den Pegelregler am Autoradio jetzt genauso wie vorher laut und leise machen. Ansonsten würde ich sagen, ich wünsche euch jetzt schon ganz viel Spaß mit dem Sound in eurem Tarraco. Bis bald.